ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Überwältigt von der tiefen Trauer am Ort des Grauens selbst. So würdigen Überlebende und Angehörige die Opfer am 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und damit willkommen zu den Tagesthemen an diesem besonderen Datum. Wohl kein Ort, kein Begriff steht so für das Unbegreifliche, für das Grauen des Holocaust wie dieses KZ. Die Todesfabrik des nationalsozialistischen Wahns, in der die Deutschen das Vernichten, das methodische Morden perfide perfektionierten, ist zum Synonym für den Holocaust geworden. Im besetzten Polen hatten die Nazis 6 Vernichtungslager gebaut, das größte nahe Krakau. Es gehört zum Konzentrationslager Auschwitz. Der Komplex bestand aus 3 Teilen, dem Stammlager Auschwitz, dem Arbeitslager Monowitz und dem Vernichtungslager Birkenau. 1942 hatte Hitler-Deutschland begonnen, Juden aus ganz Europa nach Auschwitz zu deportieren. 80% etwa von ihnen wurden sofort nach Ankunft in die Gaskammern geschickt. Mehr als 1 Million Juden wurden ermordet, aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle und politische Häftlinge. Mit dem Vormarsch der Roten Armee begannen im Herbst 1944 die Todesmärsche dann. Zehntausende Häftlinge wurden Richtung Westen getrieben, nur einige tausend Menschen blieben zurück. Sie wurden am 27. Januar 1945, heute vor genau 80 Jahren, von sowjetischen Truppen befreit. Und genau dort fand zu diesem Jubiläum heute die große Gedenk- und Mahnfeier statt, mit Staatsgästen aus aller Welt, vor allem aber mit Überlebenden des Holocaust, wie Gret von Petersdorf berichtet. Das Tor von Auschwitz-Birkenau. Heute bei der Gedenkfeier sieht es geradezu anheimelnd aus. Und es ist doch das Tor des Grauens. Für diejenigen, die hier ankamen, bedeutete es fast immer den Tod. Die Feier findet unter einem Riesenzelt statt. Ein Grund, die wenigen Überlebenden, die es noch gibt, sollen hier in Auschwitz nicht frieren. Auf keinen Fall, nie wieder. Eine der Überlebenden ist Tova Friedmann. Als fast 6-Jährige wurde sie mit ihrer Mutter nach Auschwitz deportiert. Sie erinnert sich an alles, wie sie beim Zählappell geschlagen wurde, an den furchterregenden Rauch, an die Schäferhunde. Dass sie überlebte, wohl nur ein Zufall. Ich stand da und sah hilflos zu, wie kleine Mädchen aus der Nachbarbaracke zur Gaskammer gingen. Zitternd, weinend, nur in Lumpen gekleidet. Manche liefen barfuß im Schnee. Wird meine Baracke die nächste sein? Das fragte ich mich im Stillen. Als die Soldaten der Roten Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager befreiten, erblickten sie Unbeschreibliches. Todkranke, ausgemergelte Menschen, unzählige Leichen, Mauerreste von Krematorien, Menschenasche. Ein Junge zeigt, wie seine Zehen abgefroren sind. Ein Ort des Massenmordes, verübt von den Deutschen. Erinnern und Verantwortung für die Verbrechen, da wird es keinen Schlussstrich geben, verspricht der Bundespräsident. Fast die gesamte deutsche Regierung ist nach Auschwitz gekommen. Auschwitz steht für millionenfachen Mord, der von Deutschen geplant und akribisch vorbereitet wurde. Auschwitz steht für die Monstrosität eines beispiellosen Menschheitsverbrechens, für Tod, für unfassbares Leid. Er warnt auch vor einem aktuell erstarkenden Antisemitismus. Und auch von den Überlebenden kommt mehrmals die Warnung vor zunehmender Intoleranz vor antidemokratischen Strömungen. Es ist auch ein Appell an die Staatsgäste. Leon Weintraub ist 99 Jahre alt. Seine Mutter starb in Auschwitz. Er versteckte sich in einem Gefangenentransport, der Auschwitz verließ. So überlebte er. Seid aufmerksam und wachsam. Wir Überlebende wissen, was passieren kann, wenn man als fremd angesehen wird, wie man deshalb verfolgt wird. Wir haben es an unserer eigenen Haut erfahren. Auschwitz bleibt unbegreiflich.